Was wollen Sie mit mir versuchen? Ich möchte Ihnen die Schlossverwalterstelle anbieten. Das Gehalt orientiert sich an Ihrem Vorgänger und die Probezeit beläuft sich auf 3 Monate. Du darfst nicht gehen, Katja. Bleib bei uns. Wir haben doch noch so viel vor. Unsere Kinder. Die Kinder brauchen dich. Wir brauchen dich. Kommen Sie ganz schnell. Meine Mutter, sie hatte vor 2 Tagen eine Entbindung. Ich fühlte sich immer schwächer und jetzt. Lassen Sie mich. Bitte, ich muss noch handeln. Frau Brandner? Frau Brandner? Frau Brandner? Frau Brandner? Du siehst aus, als könntest du einen Kaffee vertragen. Gute Idee. Ich bin gerade fertig geworden. Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Mein erster Großeinsatz für die Lahnsteins. Nächste Woche kommt Prinzessin Luise nach Königsbrunn. Wer? Prinzessin Luise von Waldensteig. Sie ist sowas wie das Sahnehäubchen des deutschen Adels. Tut mir leid, da stecke ich nicht wirklich drin. Aber einen Fernseher hast du doch. Die Frau ist der absolute Medienstar. Ich meine, ständig auf allen Titelblättern. Und dafür will ich Carla von Lahnstein mein Konzept präsentieren. Empfang, Unterbringung, Pressebetreuung, Sicherheitsvorkehrungen etc. So viel Aufwand? Ist doch nur eine Adelstante und nicht der amerikanische Präsident. Ui, ich muss los. Ja. Ich werde vorher noch dem Schlosspersonal vorgestellt. Super. Und wegen Carla, mach dir da mal keine Sorgen. Die kommt am Anfang so ein bisschen steif rüber, aber eigentlich ist die ganz in Ordnung. Und wenn die erst mal sieht, was du für eine Perle bist, dann wird alles gut. Bisher hatte ich eher den Eindruck, sie sammelt Gründe, um mich wieder loszuwerden. Also, dann bis später. Ja, viel Glück. Sag mal, könntest du gleich die Einführung von Stella Mann übernehmen? Das könnte ich ja natürlich, gar keine Frage. Aber warum willst du dich davor drücken? Ist doch schließlich dein Aufgabenbereich. Ja, schon gut. Ach, Carla, freu dich doch, dass wir endlich in ihr eine neue, kompetente Verwalterin gefunden haben. Du hast immer noch Probleme mit Stella? Nein. Aber sie hält dir doch eine ganze Menge Stress vom Leib. Und wenn du ganz ehrlich bist, ein bisschen mehr Freizeit würde dir auch ganz gut tun. Was soll das denn heißen? Ich arbeite gern. Einen Ausgleich braucht jeder. Und um mal ein bisschen gelassener zu werden... Sarah, ich bin gelassen. Und was diese Stella angeht, ja, es gibt Leute, die finde ich sympathischer, aber solange sie ihren Job gut macht, werde ich natürlich auch mit ihr klarkommen.
Es tut mir leid. Austern. Die Austerngabel. Das Fleisch von der Schale lösen, dann mit der Gabel in den Mund führen, dann das Austernwasser trinken. Krebsset. Werden stilecht mit dem Löffel gegessen. Denkst du echt, dass die uns morgen Krebs servieren? Wachteln. Mit dem Besteck die Beinchen lösen, das Filet vom Knochen abziehen, dann mit der Gabel in den Mund führen und die Keulchen, die darf man dann auch mit dem Fingerchen essen. Klingt ja schon alles sehr gut. Ja, selbst Frau von Lahnstein wird endlich einsehen, dass sie mich unterschätzt hat. Ich kann mich in der High Society bewegen, als würde ich schon immer dazugehören. Hast du noch Fragen? Wer bestimmt das Menü morgen? Der Prüfer. Gibt's was, was du nicht verträgst oder überhaupt nicht magst? Keine Sorge, von dem Luxusmenü werde ich mir bestimmt nichts entgehen lassen. Außer vielleicht, Ja? naja, Zimt. Ein wichtiges Gewürz. Weißt du, woher es stammt? Aus dem Supermarkt? Vasco da Gama, ein portugiesischer Seefahrer, brachte es im 15. Jahrhundert von Ceylon nach Europa. Sorry, egal wo das Zeug herkommt, ich kann es einfach nicht leiden. Du reagierst allergisch drauf? Nicht direkt allergisch, die Ärzte haben es als Überempfindlichkeit bezeichnet. Wenn's hart auf hart kommt, musst du auch dadurch, ja? Aber mir wird speiübel, wenn ich das Zeug nur rieche. Wie heißt das? Ich werde nach dem Verzehr unter Umständen ein wenig unpässlich sein. Schon besser. Wir haben Ihre Mutter hoch ins Schlafzimmer gebracht. Dann kann die Familie in Ruhe von ihr Abschied nehmen. Ich bringe sie dann raus. Danke, wir finden sie. Sie muss Hunger haben. Ich mach das. Wir haben dich nicht vergessen. Hm? Ich mach dir dein Fläschchen. Ja? Ihre neue Vorgesetzte bringt nicht nur Erfahrung aus renommierten Hotels mit. Sie hat auch eine ganz besondere Eigenschaft, von der ich mich schon selbst überzeugen durfte. Ich meine ihre Gelassenheit. Selbst in Momenten, wenn normale Menschen am liebsten vor Scham im Boden versinken würden, scheint sie geradezu teilnahmslos, als ob es sie nichts anginge. Ich bin wirklich gespannt, wie viel Nutzen solch eine Gelassenheit für den Ablauf hier haben wird. Vorausgesetzt, sie wird zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort angewandt. Aber da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn. Bitte. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen, Gräfin. Wie mir Ihr Vorgesetzter, Herr Justus Stiel, schon erzählt hat, sind Sie ein wunderbares Team. Und ich werde mich bemühen, Sie mit meinen Ideen und mit meinem Engagement zu unterstützen. Und ich bin mir sicher, gemeinsam meistern wir alle Herausforderungen. Sowohl die kleinen des Alltags, als auch die bevorstehenden, großen und außergewöhnlichen Ereignisse. Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihnen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wann zeigen Sie mir die Vorschläge für die Ankunft der Prinzessin? Wann immer Sie wollen. Auch sofort? Gerne. Also, zu dumm. Der Stick. Ich verstehe das nicht. Also wahrscheinlich habe ich ihn liegen lassen. Ich fasse also zusammen. Die Prüfung besteht aus einem 5-Gänge-Menü, morgen im Schneiders. Und die Prüfkriterien sind Passende Garderobe, vornehmes Benehmen und dem Anlass angemessener Smalltalk. Wir werden sehen. Ich kann's kaum erwarten. Wenn du in allen 3 Kategorien bestehst, wirst du Lili von Rath auf der Düsseldorfer Silvestergala vertreten. Wenn der neutrale Prüfer allerdings nur in einem einzigen Punkt Anlass zur Kritik sieht, dann ist diese Gala für Sie gestorben. Das heißt nicht mal ein kleiner Verhaspler oder ein klitzekleiner Fehler? Wir sind uns also einig? Entscheidend ist das Urteil des Prüfers, ja? Ja. Ob er es nämlich tatsächlich riskieren würde, Sie als Begleitung zu einer festlichen Veranstaltung einzuladen. Da werde ich ihm nicht viel Wahl lassen. Schließlich sind Prüfer ja auch nur Männer. Hey, komm ruhig rein. Bitte lass sie nicht stören. Mir tun sowieso schon die Finger weh. Was machst du eigentlich noch hier? Überstunden an deinem allerersten Arbeitstag? Es geht um das Konzept für den Empfang der Prinzessin. Ich musste noch mal herkommen, weil ich den Stick hab liegen lassen. Und wie war dein erster Tag sonst? Naja, wie man es nimmt. Jedenfalls habe ich schon ganz viele Ideen, wie man hier die Organisation und Abläufe verbessern kann. Ich höre schon. Da spricht der Profi. Als erstes würde ich die Organisation der Schlossverwaltung auf Computer umstellen. Ich meine, Personalplanung, aber auch die Logistik heutzutage per Hand zu machen, ist vorsinnflutlich. Schluss mit dem finsteren Mittelalter. Kriegen Sie das ohne Computer nicht in den Griff? Die Abläufe hier auf dem Schloss funktionieren seit Jahrhunderten reibungslos. Es hat sie niemand eingestellt, damit Sie das Rad neu erfinden. Sicher. Wie Sie wünschen. Kommen Ich Sie dachte nur... bitte mit in die Bibliothek. Ich bin auf Ihre Vorschläge gespannt. Hallo, bin wieder da. Hat etwas länger gedauert. Wir mussten alle noch da bleiben, wenn uns die neue Verwalterin vorgestellt worden ist. Heißer Schuss. Ihr habt mir doch was zum Essen übrig gelassen? Was ist denn los? Irgendwas mit dem Baby? Mit der Kleinen ist alles okay. Ja, sag schon, was ist denn los? David, Mama ist tot. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber... Ich halte es für sinnvoll, wenn Ankunft und Begrüßung der Prinzessin in Anwesenheit der Presse stattfindet. Erfahrungsgemäß sind dann erstmal die Fotografen ruhig gestellt. Vernünftig. Damit wäre dann auch das anschließende Essen im Kreise der Familie viel entspannter. Bevor es dann zur offiziellen Pressekonferenz geht. Ja, das hat alles Hand und Fuß. Ich denke drüber nach. Vielen Dank. Einen Punkt würde ich gerne noch mit Ihnen klären wollen. Es betrifft meinen Arbeitsvertrag. Ich würde gerne die Zusatzklausel streichen wollen und auf mein Wohnrecht hier auf dem Schlossgelände verzichten.
Wie meinen Sie das? Eine Wohnung in Düsseldorf wäre mir lieber. Das geht aber nicht. Als Verwalterin müssen Sie jederzeit verfügbar sein. Aber das wäre ich doch. Übers Handy. Um es mal ganz deutlich zu sagen, Ihr Job verlangt 100%iges Engagement. Natürlich. Und Sie sollten sich schnell darüber im Klaren sein, ob Sie das leisten können. Denn natürlich beinhaltet das auch, dass Sie Ihr Privatleben den beruflichen Aufgaben unterordnen. Und wenn das nicht geht, dann sehe ich für Sie auf dem Schloss keine Zukunft. Wenn ich daran denke, dass ich bald auf dieser Gala an Sebastians Seite durch das Blitzlichtgewitter der Fotografen schreite. Ist das nicht alles eine Nummer zu groß für die kleine Olivia aus Meppen? Du wirst schon sehen, das wird mein Ticket in die Welt der Reichen und Stars. Dann wollen mich alle kennenlernen. Olivia Schneider, das Gesicht der Lilly von Rath-Kampagne. Und dann werde ich berühmt. Und in die Welt hinauskommen und die alten, reichen und dicken Männer werden dir zu Füßen liegen. Naja, nicht nur die Dicken und Alten. Ja, ja, davon habe ich auch geträumt. So mit 12 oder 13. Ja, wird halt nicht bei jedem wahr. Eben. Komm, konzentrier dich jetzt mal auf deine Prüfung morgen. Und bei der Konversation hältst du dich am besten vom Thema Kunst fern, ja? Das brauchst du jetzt gar nicht so künstlich hochzusterilisieren. Krieg ich noch einen Sekt? Mal ehrlich. Selbst wenn morgen nicht alles glatt läuft, dann kann ich mich immer noch auf meine Ausstrahlung verlassen. Der Prüfer, der meinem Charme widerstehen kann, der muss sowieso noch gebacken werden. Auf den ollen Knigge. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Und? Zur Prüfung zugelassen? Ich denke, es spricht nichts dagegen. Der Rest ist reine Formsache. Ist Ihr Prüfer noch nicht da? Der gute Mann macht's aber spannend. Der Prüfer ist eine Prüferin. Elisabeth, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, Cecilie. Ja, ich bitte Sie, jungen Leuten Benehmen beizubringen. Ist mir wirklich ein Anliegen, auch wenn wir versuchen, die Flut aufzuhalten, nachdem die Dämme längst gebrochen sind. Frau Schneider. Guten Tag, ich freue mich. Ja, darf ich vorstellen? Cecilie von Seinfeld,
die, wenn ich so sagen darf, höchste und absolut unbestechliche Institution in Fragen Stil, Etikette und Manieren. Guten Morgen, Gräfin. Olivia Schneider. Guten Morgen. Und Sie sind? Weder von noch zu, aber sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ah. Ob noch ein Kaffee für mich drin ist? Klar. Die Kleine kann ja sprechen. Ja, wieso hast du während der gesamten Fahrt nicht ein Wort gesagt? Ja, tut mir leid, okay, ich war etwas geschafft. Geschafft. Wovon denn? Von deinem ersten Arbeitstag hier? Ach so, das ist die neue Chefin. Egal, was ich mache, die wirkt mir immer einen rein. Ich glaube, zwischen euch beiden läuft was Grundlegendes falsch. Also sie kommt übrigens morgen zu meiner Party. Vielleicht wird dann das Eis zwischen euch brechen. Meine Chefin hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass ich mir bei dem Job hier mein Privatleben abschminken kann. Hey, wir sind doch in Deutschland, im 21. Jahrhundert. Die Sklaverei ist abgeschafft. Ich habe ein Privatleben. Was kann ich denn dafür, dass diese Gräfin keins hat? Ey, das ist doch wahr. Nur weil sie als Chefin und als alleinerziehende Mutter keine Freizeit hat, meinst du, dann gönnt sie ihren Untergebenen das auch nicht? Sag mal, hörst du mir zu? Sagen Sie, ist es nicht fürchterlich, stundenlang im Scheinwerferlicht zu stehen? Also mir sind Fotografen ein Gräuel. Das verstehe ich gut. Aber zu meinem Job gehören Sie einfach mal dazu. Ja, man gewöhnt sich daran. Und wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Mein Französischlehrer hat immer gesagt, Poisson sans Poisson, c'est Poison. Aha. Da hat er sehr recht, Ihr Französischlehrer. Ja, Fisch ohne Getränk ist Gift. Und ich bin sicher, er hat dabei an diesen herrlichen Anjou gedacht. Die Seezunge war vorzüglich, Frau Schneider. Das freut mich, Gräfin. Darf ich gleich anschließend das Dessert servieren lassen? Ja, ich bitte darum. Dann habe ich noch ein wenig Pause vor dem nächsten Menü heute Abend bei der Gala. Denn auf den süßen Abschluss kann ich nicht verzichten. Das ist eine Schwäche von mir. Oh. Parfait de Cannelle mit Burgunderpflaumen in Lebkuchensoße. Oh, Parfait de Cannelle. Lecker. Ja, Zimtparfait sollten wir unserer Köchin auch mal wieder ans Herz legen, nicht wahr? Zimtparfait. Warst du die ganze Nacht hier? Komm. Leg dich hin und versuch ein bisschen zu schlafen, ja? Wie soll ich denn jetzt schlafen? Ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder in Ruhe schlafen kann. Verstehst du denn nicht? Ohne mich würde Mama noch leben. Was redest du da für einen Unsinn? Ich bin schuld, dass sie tot ist.